Moin Giorno, Freunde des gepflegten Grillens. Wenn ihr auch wie ich auf Pasta steht, dann solltet ihr dieses Rezept nicht verpassen. Angeblich soll dieses Pasta-Rezept ganz Amerika verrückt gemacht haben. Das Rezept dazu, das ging viral auf Social Media und ich habe es mir vor 2-3 Wochen mal angeguckt und ausprobiert. Und ich muss sagen, Leute, der Hammer. Und deswegen machen wir das heute, wie bei mir üblich, auf dem Grill. Und was wir dafür alles brauchen, Freunde, das zeige ich euch jetzt auf dem Tisch. An Zutaten benötigen wir heute Hähnchen. Und zwar habe ich hier Hähnchenbrust, die habe ich so in 0,5 Zentimeter breite Streifen aufgeschnitten. Dann benötigen wir Karotten, die habe ich geraspelt. Mozzarella in kleine Würfel gehackt. Das ist wichtig, dass ihr den nicht zu groß macht, weil er soll sich nachher richtig schön auflösen. Dann brauchen wir rote Zwiebel, Petersilie für Deko nachher, Öl zum Anbraten, bisschen Wasser brauchen wir auch noch, Mehl, Knoblauch klein gehackt, das ist Salz, brauner Zucker, Oregano, Paprika edelsüß, Chili-Flocken und Pfeffer. Des Weiteren brauchen wir noch schön passierte Tomaten und nachher zum Topping Parmesan. Und natürlich für ein Pastagericht, ich mache jetzt meine Pasta nicht selber, ich habe hier schöne Tagliatelle, denn die finde ich richtig gut, die saugen ein bisschen mehr auf. Ihr könnt natürlich auch Linguine nehmen oder Spaghetti, aber ich finde, die Tagliatelle passt hier am besten zu. Als ersten Schritt werden wir uns erstmal das Hähnchen würzen. Und das gebe ich jetzt erstmal in meine Schale. Dann brauchen wir das gesamte Paprika, das gesamte Oregano, das gebe ich mal zusammen. Von dem Pfeffer einen Teelöffel. Und da, das habe ich noch vergessen, auch von dem Salz einen Teelöffel. Das mischen wir uns mal schön unter hier. Und mit dieser Gewürzmischung, da werden wir uns erstmal jetzt das Hähnchen vorwürzen. Schön gut verteilen. So, die Gewürze haben wir überall verteilt. Dann nehmen wir uns das Mehl. Immer mal so ein bisschen rüber und nach auch einmassieren. Die Gewürze sind jetzt eingearbeitet. Ich gehe mir jetzt mal die Finger waschen und dann geht es gleich zum Grill. Heute nutze ich einen Kugelgrill mit Briketts. So, den heize ich gerade hoch. Wir werden das Ganze heute, wie gesagt, in der Gusspfanne machen. Ist ja ein Pasta-Pfannengericht. So, und wenn die Kohle hochgeheizt ist, dann sehen wir uns da gleich wieder. Die Briketts sind jetzt durchgeglüht und die entleeren wir jetzt mal einmal in der Mitte. Und gucken wir mal, dass wir das schön mittig positionieren. Wir fahren nämlich jetzt den Grill mit Vollgas. Dann nehmen wir uns den Grillrost, setzen uns den rauf. Dann meine Gusspfanne. Wir werden uns jetzt erstmal von dem Öl was reinnehmen und schön erhitzen lassen, nicht alles. Wie man sieht, das Öl ist heiß, dann kommt das Restliche nach. Ich mache das übrigens hier mit einer Zange, weil die durch das Mehl ja aufeinander backen. Und ich möchte jetzt hier nicht einen ganzen Klumpen anbraten, sondern wirklich die Stücke einzeln. Ich muss hier fast Handschuhe anziehen, das ist wirklich echt brutale Hitze gerade. Das machen wir auch. Nightschuh an von der Grillshow. So, wie ihr seht, dauert das gar nicht lange. Dann geht es auch gleich nochmal in eine Schale zurück. So, und auch die zweite Rutsche, die ist jetzt ausreichend angebräunt. Das geht noch alles mit in die Schale hier rein. Dann geben wir wieder Öl dazu. Die Zwiebeln. Die Zwiebeln lassen wir jetzt auch mal so 1-2 Minuten alleine ein bisschen andünsten. Ja, und das alles bei immer noch voller Hitze. Man sieht den Bratenansatz vom Hähnchen, den können wir schön wieder lösen. Das wollen wir alles mitnehmen, ist alles super Geschmack. Ungefähr 2 Minuten später kommt der Knoblauch hinzu. Dann auch gleich die Möhrchen hinterher. So, und die Möhrchen, die lassen wir jetzt auch mal so ungefähr 3 Minuten ein bisschen weich werden, bis die nächsten Zutaten hinzukommen. Kurz bevor die Möhrchen jetzt weich sind, gebe ich schon mal gleich einen Chili hinzu. Den lassen wir noch mal ein paar Sekunden mit anrösten. Und jetzt ist soweit, dass wir mit den passierten Tomaten ablöschen.
In die Flasche gebe ich noch mal ein bisschen Wasser rein. Der Rest kann hier noch mit rein. Spülen wir uns die Flasche noch mal aus. So, wird nichts verschenkt. Und da wir jetzt nicht mehr so brutale Hitze brauchen, baue ich das ein bisschen um. Nehme ich erstmal die Pfanne runter. Ich habe ja extra den Rost genommen mit dem Einsatz. So, und jetzt verteilen wir uns die Briketts schön ein bisschen nach außen. Hier können wir jetzt auch die Luftfuhr so auf halb runter regeln oder ein Viertel vielleicht nur. Dann setzen wir uns hier den Rost wieder rein. Und die Pfanne kommt jetzt hier wieder drauf. Jetzt kommt auch der Oregano mit rein. Der Zucker. Das restliche Salz. Das Hähnchen geht auch wieder mit dazu. Mit dem ganzen Bratensaft natürlich. So, und jetzt wird Zeit, die Nudeln zu kochen. Denn das Ganze wird jetzt noch mal so 15 Minuten ein bisschen schmorgeln. Und wenn ihr jetzt die Nudeln ansetzt, solltet ihr die fast al dente kochen, denn die werden noch mal eine Minute hier mitgaren. Also Nudeln anschmeißen. So, das hat sich jetzt alles wieder erhitzt. Jetzt geht auch gleich der Mozzarella mit rein. Den ein bisschen verteilen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht zu viel Hitze noch habe. Sonst würde ich vielleicht noch ein paar Briketts wieder rausnehmen. Aber ich denke, wir kommen klar damit. Ich habe unten komplett zugedreht. Der zieht jetzt zwar von oben noch Luft. Ich denke mal, das geht so. Zur Not gebe ich noch ein bisschen Wasser hinzu. Halt aufpassen, dass es nicht anbrennt. Die Phase braucht jetzt auch noch das Hähnchen, weil das haben wir jetzt ja nur scharf goldbraun angebraten. Das ist noch nicht durch. Und das kann jetzt auch noch schön nachgaren. So wie man sieht, fängt auch jetzt der Mozzarella an, schön sich aufzulösen, schön Fäden zu ziehen. So, und in ungefähr 15 Minuten sehen wir uns dann hier wieder. 15 Minuten später, ihr seht schon, das hat sich schon etwas einreduziert, so soll das auch sein. Der Käse hat sich super verteilt. Die Nudeln sind mittlerweile auch fertig, denn die kommen jetzt rein und das ist eigentlich auch das Schwierigste an dem Gericht, jedenfalls bei dieser Pfannengröße. Ich habe zwischendurch immer mal umgerührt, mal noch einen Tick Wasser nachgegeben. Ihr seht, hier ist auch nichts angebrannt. So, bevor jetzt die Nudeln reinkommen, gebe ich jetzt noch ein bisschen Wasser rein. Ihr könnt auch einen Schuss von dem Nudelwasser mit reingeben. Und dann habe ich hier meine vorgekochten Tagliatelle. Nehme ich mir jetzt hier mal raus. Nicht alle auf einmal. Und die drehen wir uns jetzt hier mit der Zange schön rein. Ne, passt auf, wenn ihr die Nudeln vorbereitet. Die sollen jetzt nicht aneinander pappen. Das hat ein bisschen was von Tetris. Aber das kriegen wir alles rein. Ich mache das ja heute nicht zum ersten Mal. So, denn die Nudeln, die sollen jetzt quasi die letzte Minute noch hier mit nachgaren. Macht die so, wie ihr sie mögt, al dente oder durch. Die Pastapfanne, die die Amis verrückt macht, die ist fertig. Jetzt gibt nur noch ein bisschen Deko drauf. So Freunde, dann werden wir jetzt mal probieren und mal gucken, ob wir auch crazy oder verrückt werden wie die Amis. Habe ich hier schon einen schönen Teller und dann nehme ich hier jetzt nochmal meine Zange raus, die ich vorhin schon benutzt habe. Und dann drehen wir uns hier ein schönes Portionchen an Tagliatelle. Setzen wir den mal hier drauf. Natürlich darf Hähnchen nicht fehlen. Und Freunde, so sieht's aus. Meine Pasta, die die Amis verrückt machen soll. Und dann werden wir mal verkosten. Erstmal natürlich das Hähnchen. Richtig lecker. Hat eine richtig schöne Würze angenommen von den Gewürzen. Oregano kommt gut durch, also typisch italienisch auch. Ein kleines bisschen Schärfe auch. Hat es gerade schon von den Chilis. Finde ich richtig geil. Ja, und dann werden wir mal kurz die Tagliatelle probieren. Spitzenmäßig, hat Sven ja top hingekriegt. Al dente, so wie ich es mag. Und dann machen wir natürlich noch mal einen kleinen Probiererle mit allem.
Apropos Biralle, guckt euch nochmal den Grill an, wenn ihr es nicht getan habt. Mega Kombination. Also ich habe das jetzt mittlerweile schon zum 3. Mal gemacht. Das erste Mal jetzt als Video und ich muss sagen, das ist richtig geil. Während die 15 Minuten die Soße mit dem Hähnchen schmoggelt, schmeckt in der Zeit mal eure Soße ab. Das darf ruhig ein bisschen würziger sein, weil die Nudeln kommen dazu, die haben ja nicht so viel Geschmack. Wenn ihr die Mengen verwendet, die ich heute verwendet habe, dann wird das passen, denke ich. Das ist so ein Allrounder. Leichte Schärfe, bisschen Süße und schöne Kräuternote. Und hat dir das Video gefallen, dann würde ich mich über einen Kommentar von dir freuen und einen Daumen nach oben. Das ist immer gerne gesehen. Falls du das noch nicht bist, würde ich mich hier oben über ein Abo von dir freuen. Und auf der Seite, da blende ich dir 2 weitere Videos ein. Da kannst du nahtlos weiter gucken. Und dann sehen wir uns, Leute. Bis zum nächsten Mittwoch. Ciao!